Ja, moin Leute, hier ist Julian von Lockpicking Nord. Ich habe heute für euch einen BGS Rundzylinder, beziehungsweise zwei. Das ist eigentlich ein zweiteiliges Teil hier. Aber ich habe das schon mal auseinandergenommen, damit es ein bisschen einfacher wird zum Zerlegen. Läuft wunderbar, ist original bepinnt, haben wir so gekauft. Und ja, ist halt ziemlich alt, ne? Wie man das so kennt, wir haben auch noch ältere, aber das ist der Keyboard schon ziemlich ausgelatscht. Und auch noch neuere, aber machen wir mal mit dem hier zweiteiligen Anfang. Das kriege ich auf jeden Fall gepickt. Die ganzen BKS und BKS Rundzylinder sind ja sowieso nicht ganz so einfach meistens. Aber mal sehen, was passiert. So, ich pick das mit einer 1 mm Pry-Bar und einem, ja, ich würde sagen Medium Hook in 0,5 mm. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Fange auch gleich hinten an, ist ein 5-Pinner. Und muss sagen, bei dem Zylinder hier habe ich ein relativ gutes Feedback soweit gehabt, bis jetzt auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, es sind nur Mushroom, also Pilzkopfpins drin verbaut. Nicht wie üblich bei den neueren T-Pin und Spulen und Standard. Früher waren das anscheinend nur Mushroom Pins. Kann aber auch sein, dass da schon niemand bei gewesen ist und da mal was geändert hat. Ist halt ein gebrauchtes altes Schloss, da weiß man nie genau, was einen erwartet. Was einen hier am Ende da entgegenspringt. Ja, habe jetzt von 5 nach vorne gepickt und pick jetzt wieder von vorne nach hinten. Bin jetzt gerade bei 3 gewesen, habe ein relativ gutes Feedback und jetzt auch ein leichtes Force-Set gehabt. Und mir scheint, da können nicht mehr so viele gebundene Pins sein. Habe ziemlich starke Gegendrehung hier bei den Pins auf jeden Fall. Muss immer sehr stark die Spannung nachlassen. Zwischendurch liegt halt an dieser Keilform der Mushroom Pins. Werdet ihr gleich noch sehen. Ich habe da letztes Mal einfach reingeguckt, um zu gucken, was überhaupt drin ist. Nachdem ich es gepickt habe. Deswegen weiß ich das. Und die sind auch noch unterschiedlich lang. Das macht es wieder ein bisschen schwerer. Weil sich das Feedback halt ziemlich stark dadurch verändert und auch der Kernkipp beim Picken. Habe jetzt auf jeden Fall ein sehr, sehr tiefes Force-Set. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Für ein BKS ist das ein tiefes Force-Set, sagen wir mal so. Man muss sich auch so ein bisschen ums Wording rumpicken, aber das geht eigentlich ganz gut mit diesem selbstgemachten Picks. So, und offen ist es. Das ging ja noch. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und zwar brauche ich erstmal Werkzeug. Ja, da war ohne Ende Lack hinten drauf. Und zwar, wenn Sie diese Schlösser versiegeln oder zusammensetzen, dann werden hinten die Schrauben entweder eingeklebt oder überlackiert so stark, dass halt die Schrauben sich nicht lösen können. Und zwar aus dem Grund, man kann die Schrauben nicht zu fest anziehen. Sobald man die zu fest anzieht, läuft der Kern nicht mehr ordentlich. Deswegen wurde da immer irgendwie jede Menge Kram rauf oder runter oder rüber geklebt. Musste das also relativ stark freikratzen, bevor ich das überhaupt zerlegen konnte erst. Ich hoffe, ich habe jetzt den passenden Schraubenzieher hier, sonst muss ich nämlich gleich nochmal in die Werkstatt laufen. Oder Tobi. Ne, geht auf, alles gut. Haben wir Glück gehabt, dass ich die schon letztens gelöst habe. Nächstes Teil. Ja, ist gar nicht so einfach, diese alten Schlösser auch auseinander zu bekommen. Und zwar muss man ja an der Seite vom Kern, bei der anderen Hälfte ist ein kleines Loch gelassen. Und da kann man, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, jetzt oberhalb vom Schlüsselrücken ist ein kleines Loch. Und da muss man einen Dorn einführen und den drücken und dann das Schloss ziehen. Aber gerade bei den alten Schlössern ist das ganz schön schwierig, das vernünftig auseinander zu bekommen. Jetzt brauche ich allerdings mal nicht Schlüssel. Aber mit einer Büroklammer oder so geht das ganz gut eigentlich. So, komm schon. Oh, jetzt habe ich doch gleich den Kern gezogen. Das war ja nicht schlecht. Ich glaube, ich war schon so weit hier. Das war schon offen. Das ist gar nicht so einfach mit diesen Rundzylindern zu sehen, wie rum das gerade ist. Obwohl man eigentlich nur auf die Schrift achten müsste, aber müsste in der 5 sein und der Pin, der müsste hier auch da rumfliegen und gleich weiterfliegen. Also 5 Mushroom. Was ist mein Follower?
Und am besten einen guten Follower von Foxys, weil die nicht nämlich diese V-Kerbe vorne haben. Und das passt ganz gut zusammen mit dieser kleinen Nase, die da übersteht. So, wollen wir mal sehen. Ja, das ging gut. Abgesehen von dem Anfang. Also Kern Nummer 1. Sehr langer Keep-In. 2 langer Keep-In. Standard. Standard auch lang. Standard. Die sind alle ziemlich lang, die Keep-Ins. Alles Standard Keep-Ins soweit. War auch ein bisschen unterschiedlich von der Länge, aber nicht besonders viel. Erstaunlicherweise haben die Mushroom Pins trotzdem sehr viel Feedback gegeben. Gleich nochmal die Effektivität sonst checken einmal. Ja, bin froh, dass ich dieses alte gut aufbekomme, weil die neuen, die sind echt richtig hart. Also da habe ich richtig Probleme mit. Standard Kupferfeder. Erste Driver war ein ziemlich langer Mushroom Pin. Der zweite Driver ist auch ein ziemlich langer Mushroom Pin. Ist halt wie eine ungleichmäßige Spule. Kann ich nochmal gleich dichter zeigen. Close-up. Dritte ist auch ein ziemlich langer Mushroom Pin. Ich glaube, dann war das die andere Hälfte, wo die unterschiedlich lang waren. Okay, hier ist die nächste Feder. Nummer 4 ist ein ziemlich kurzer Mushroom Pin. Hier ist nur ein kurzer und 4 lange. Hier, ja, noch 4 lange drin. Und die letzte Feder, alles Standard. Da ist sie. So, schon ein bisschen tüdelig heute Abend. Lass mal ein bisschen dichter ran. Ich hoffe, der stellt das noch ein bisschen scharf gleich. Oh, geht. Das ist das Pinning in dem Schloss. Jetzt wollte ich ja nochmal gucken, wie die Effektivität der Pins überhaupt ist. Also ich hatte sehr viel Kerndrehung und Kerngegendrehung auch. Das heißt, eigentlich können die nicht zu uneffektiv sein. Naja, doch. Das heißt, der vierte ist ziemlich weit oben. Da wird nicht viel passieren. Da ist die kurze Spule drin, beziehungsweise der kurze Mushroom Pin. Der wird wohl nur wie ein Standard-Pin fungieren. Nummer 5 ist sehr effektiv. Nummer 3 mittel. Nummer 2 sehr effektiv. Und Nummer 1 ist auch effektiv. Doch, das geht. Scheint ein relativ gut geschnittener Schlüssel zu sein, sodass selbst bei langen Drivern immer noch relativ Effektivität gewährt ist. Ja, jetzt werde ich das wieder zusammenbauen. Das war's auch für heute. Ich hoffe, es hat irgendwie ein bisschen gefallen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.